Hinter uns liegt die Todra-Schlucht. Wir hatten Glück, noch ein Zimmer in einem einzigartig gelegenen Hotel zu ergattern. Hotel La Valle. Von hier aus nimmt die Reise heute ihren Lauf in Richtung Dardestal. Das Fahrgenuss der Extraklasse verspricht. Hier finden wir eine ganz besondere Unterkunft. Da mitten am Arsch der Heide so eine Mikro-Auberge. Das Ganze auf aktuell 2780 Metern. Reisen mit Caro Besseling, das ist Reisen auf Augenhöhe. Das is it! Erwacht inmitten der hohen Felswände der Todra-Schlucht, wo es übrigens weniger ruhig zugeht, als wir erwartet hatten, startet der 12. Tag dieses Motorradreiseabenteuers. Unser Hotel. Nein, ich sehe aus wie ein Gespenst. Ein neuer Reisetag beginnt. Ich und das Gespenst sind gerade aufgewacht und werden nun frühstücken gehen. Sie? Sie. Heute auf dem Plan steht die Dardesschlucht. Heute auf dem Plan stehen 500 Milliliter Kaffee. Ja, das müssen wir erst nochmal intravenös. Good morning. Oh, das haben wir noch gar nicht gehabt. Mega! Crepe! Merci! So, wir sitzen hier am Frühstückstisch. Ich habe wieder Hunger, habe wieder Appetit, mir geht's besser. Da sitzt die Caro, die hat Appetit. Der Markus, der hat Appetit. Holger, du auch endlich wieder dabei am Start mit fester Nahrung, die was anderes ist als nur Weißbrot, ne? Genau. Es kamen noch Oliven, Marmelade, Honig. Gerade mal rausgegangen, sehen wir hier so alte Peugeots. Von solchen Exemplaren werden uns an diesem Tag noch ganze Heerscharen auf der Straße entgegenkommen. Vermutlich sind sie als Teil einer Trophy hier unterwegs, die zur Feier des 40-jährigen Bestehens des Peugeot 205 stattfindet. Nachdem das Modell hier genauestens inspiziert wurde, entscheide ich mich dennoch für die Afrika Twin. Belade das gute Zweirad und ab geht die Fahrt! Es ist heute schon richtig heiß und das in der Früh, also das heißt früh, wir sind auch erst um 11:30 losgekommen, aber das ist schon echt ein Unterschied zum Vergleich zu den letzten Tagen. Und plötzlich breitet sich hinter einem vollbeladenen Touribus die volle Schönheit der Oasenstadt Tinge hier vor unseren Augen aus. Wow, guckt euch das an, hier auf dem Weg zur Dardesschlucht. Das ist mal ein geiles Panorama hier. Wow! Wenn dir das auch gefällt, dann drück den Daumen hoch, genauso wie er hier. Wuhu! Und da geht's jetzt noch runter. Alter, hier sind Überholmann. Das ist unfassbar. So ein Bus, der uns überholt. Das ist echt krass. Links der auch so ordentlich hier abgeht. Wir fahren nämlich 50 und man darf nur 60. Das kann er natürlich nicht absitzen.
Wie das Kamel nach Gras suchen wir an diesem Morgen nach Motoröl, da mein betagtes Motorrad mit seiner Laufleistung von knapp 180.000 Kilometern einen erhöhten Ölverbrauch hat. Öl gibt es eine ganze Menge in solchen kleinen Lädchen, von denen auch immer mal wieder eins am Straßenrand auftaucht. Aber ob die auch das richtige Öl haben, das herauszufinden, ist gar nicht so einfach. Hier gibt es VVO für 4D. Macht aber auch erstmal nichts, denn alleine schon mit dem hier rumstehen und Begucken der Abläufe im Geschäft kann man sich seine Zeit ganz gut vertreiben. Table Dance mal anders. Da weißt du nicht, ist das zu dick, ist das zu dünn, ist das anständig. Hier steht ja nicht mal drauf, ob das für Motorräder ist. Castrol, 10W40 Yeah, this is good quality. Yes, it's good quality. for motorcycles. We need for motorcycle. Motorcycle. No, it's for car. You are a mechanic, you have to know it. Motorcycle. Ich kenne den Unterschied nicht. Yes, just à côté de Station Z. Un magasin spécial for motorcycle. Wir haben jetzt hier ziemlich viele Ölsorten, aber nicht das Richtige. Für Autos, No Name, aber Shukran. Ja, wollen wir mal weitersuchen. Was eine Action. Motor, Liqui Moly, Shell Oil. Motorcycle Oil. Yes. Okay, thank you. Okay, thanks. Ich habe nämlich nur 2 Liter Öl dabei und ich glaube, da werde ich noch ein bisschen mehr brauchen für die nächsten Kilometer, weil 1 Liter ist schon weg. Also gehen wir mal gucken, wo wir noch welches kriegen. Die Suche gestaltet sich zeitintensiv und nervenaufreibend. Und das in der steigenden Hitze. Der eine Laden schickt uns weiter zum nächsten und der weiß wieder nur, wo es ein anderer haben könnte. No, it's for cars. It's not for motorcycle. motor. But Castrol, Motul. Motorcycle magazine? Magazine? For motorcycle? Yes. Where? 15, 20, 13 meter. Kilometer? No, meter. 20? 20, 30 meter. Ah, okay, da kommt davon noch eine. Okay. Alman? Yes. Yes. Die hatten es zwar nicht, aber wir kriegen zumindest Begleitung bis dahin. Er begleitet uns jetzt hier mit dem Fahrrad. Geleitschutz. Da ist eine Tankstelle, vielleicht meint er die. Ah, wir müssen da rüber. Volker, du bleibst mal hier, ne? Passt da auf das Moped auf hier. Hopp. Yes. Yay! What? Hä? No, alles gut. Ja. Das sieht ein bisschen komisch aus. Weil es kein echtes Motul ist. Yes, 5000. This is premier This is quality. the right one. What? Perfect. This is perfect. Double ticket. Original. This is not original. This تصدق this no. No. Original. Hab ich dir gesagt, ist nicht original, ne? Krass, ne? Hab ich gesagt, ne? Das Etikett. This original. This is Yes. this no. Okay, 20W50 original. Das siehst du, dass das nicht original ist. Siehst du das? Volker meint, wir sollen aufpassen, dass es nicht Olivenöl ist, was wir da Ja, kaufen. das Etikett klebt nicht richtig. Krass, Der Druck ist nicht gut und Motul hat das immer hochkant drauf. Ey, übel. Gut, dass Markus so ein Kenner ist, den man nicht so leicht übers Ohr hauen kann. So, ich zahle jetzt hier 100 Dirham für 1 Liter 20W50. Markus meint, das ist besser, weil es dicker ist. Es ist original, ja, wir sind sicher. Original. Also, ja, glauben wir. Gibt auch einen leichten Trick, das rauszufinden. Trinken? Markus, nein, tu das nicht. Nein. Ne, Motul riecht. Echt? Motul hat einen ganz eigenen. Original, you can smell. Yes. Motul? Yes. Motul. Motul. You can smell it. Original. 80. 80. 80, ja. 80, okay, ja. Super. So, und die 20 gebe ich ihm. Shukran. Ja, Shukran. Okay, gut. Zweimal. Alles gut. Ach so, Ich habe ihm auch 20 gegeben. okay, dann ist er gut weggekommen.
Die Oasenstadt Bomalne-Dydades befindet sich am Südrand des Hohen Atlas. Dieser Ort hat sich zu einem regionalen Handels- und Handwerkszentrum entwickelt und liegt am Fluss Dades und an der 117 Kilometer langen Straße der Kaspers. Im Dadestal liegen neben vielen alten Dörfern die Ruinen dieser kleinen ehemaligen Verteidigungsburgen, weswegen es auch Tal der 1000 Kaspers genannt wird. Bomalne-Dades hat ca. 12.500 Einwohner, die hauptsächlich aus Berbern bestehen. Diese sprechen nicht nur den regionalen Berberdialekt, sondern auch marokkanisches Arabisch und ein bisschen Französisch. Die Dades-Schlucht ist mit jedem Motorrad oder Pkw zu schaffen, hat jedoch sehr enge Haarnadelkurven und ist daher für große Wohnmobile und Busse nur bedingt befahrbar. Hier in der Provinz Tingehir bildet die Dades-Schlucht eines der Highlights Marokkos im Herzen des Landes. Diese Straße verspricht nicht nur ein einmaliges Fahrerlebnis durch ihre abenteuerlichen Kurven, sondern belohnt obendrein mit einem Ausblick, den ich sicher nie wieder vergessen werde. Die Dades-Schlucht, Freunde. Das macht richtig Spaß hier. Und windig ist es auch mal wieder. Es nützt ja alles nichts. Egal wie schön dieser Ausblick auch ist, wir wollen weiter. Denn auf uns warten noch viele andere Schönheiten, wie zum Beispiel die Fahrt durch die roten Felsen des Hohen Atlas, hin zu einem Pass, der es in sich hat. Das Witzige ist, wie oft wir hier durch Zufall immer wieder die gleichen Motorradfahrer treffen, weil alle unabgesprochen voneinander dieselben Sehenswürdigkeiten anfahren. Eine gute Gelegenheit, abseits des Motorrads eine Pause zu machen und mal den Flair der marokkanischen Räumlichkeiten auf sich wirken zu lassen.
Die Straße ist hier teils so in die Felswand geschlagen, dass man das Gefühl hat, durch den Berg hindurch zu fahren. Kaum sind die steinigen Steilwände verschwunden, tunkt auch schon die Sonne wieder die Oberfläche der Landschaft in leuchtende Farben. Bis auf ein paar gut gesicherte Straßenschäden haben wir hier freie Fahrt und können den Blick in diese einzigartige Berglandschaft voll und ganz auf uns wirken lassen. Auch in diesem Teil Marokkos werden wir von den Anwohnern freundlich begrüßt. Kinder, Frauen und Afrika-Twin-Fahrer, die Begegnungen zaubern ein Lächeln auf die Gesichter. Irgendwie nichts mehr mit Asphalt, dafür sind sehr viele Steine auf diesem Weg. Richtig geil. Ab diesem Teil verabschiedet sich der Asphalt für eine lange Zeit von uns und wir tauchen noch tiefer in die Bergwelt ein. Die Reifen wirbeln Staub auf, also Visier runter und Genuss rauf!
nur in meinem Gesicht setzt sich der Staub ab. Auch die Kameralinse wird zunehmend milchiger. Daran gedacht, sie zu reinigen, habe ich in diesem Moment natürlich nicht. Schließlich bin ich mit Staunen beschäftigt und damit, das Motorrad nicht den Hang runterzulenken. Vor einer solchen Fahrt sollte übrigens das Gepäck gut verzurrt werden, da es sonst vom Bike heruntergerüttelt wird. Dass es noch eine Steigerung dazu gibt, als mit dem Motorrad hier rumzukraxeln, wird mir klar, als ich diesen Radfahrer überhole. Was ne Plackerei. Da bin ich irgendwie ganz froh, einfach am Gasgriff drehen zu können und mich auf die Kraft des Motors meiner Afrika-Twin zu verlassen, der sich hier zuverlässig durch das Gelände schnurren lässt. Ich habe ja in den 6 Jahren, seit ich Motorrad fahre, schon viele beeindruckende Flecken dieser Erde bereist. Doch diese Fahrt zählt eindeutig zu den Highlights. Was ein Anblick! Das ist es! Auf 2370 Metern Höhe hier. Das ist mal ein Anblick. Und der Markus, der fotografiert hier schön. Weitsicht gepaart mit so einer richtig geilen Schotterstraße, die sich gut fahren lässt und gleichzeitig eben diesen Panoramablick bietet. Also das Ganze auf aktuell 2780 Metern. Wir fahren hier weiter noch hoch, also ich schätze mal, es wird noch so auf die 3000 hochgehen. Und ja, das kann man sich echt geben hier. Das kommt echt. Auch zu dieser Tageszeit ist es super geil. Wir haben jetzt, glaube ich, noch so eine halbe Stunde, bis die Sonne untergeht. 5:30. Ja. Meter. 2920 Meter sind wir hier. Wow. Yeah! Woo! Das war cool, oder? Das war so cool. Geile Straße, Mann. Ja, ich sowas erlebt in den Alpen nicht. Die Seealpen, weißt du, da war es ja auch. Die sind schon geil, aber das ist ja noch on top. Ja, die Straße ist halt einfach der Oberburner, ne? Alter, ey. Ja, da müssen wir echt mal einen Moment innehalten und überhaupt erst mal realisieren, wo wir uns hier befinden. An einem wunderschönen Ort dieses Planeten Erde. Kurz bevor die Sonne untergeht, werden wir auf ein Häuschen neben der Straße aufmerksam. Das wollen wir uns doch mal genauer anschauen. Und siehe da, es stellt sich heraus, dass es vielleicht sogar unsere Übernachtungsmöglichkeit sein könnte. مرحبا ويلكم
Hallo. Look. Was ist es? Hä? Ach so, das ist dann das Hotelzimmer. Vermutlich. Wir können mal fragen, was das kostet. Yes. Nice. Hi. Journey. Welcome. Welcome. I give you this. Hi. So if you'd like to stay here, if you'd like to discover the area and discover everything, the mountains. Da stehen unsere Motorräder. Ja, und hier werden wir übernachten. Wunderschön. Weil wieder ein richtig geiler Fahrtag durch die Dades-Schlucht. Boah, was ein Pass, ey. Wow. Also, sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Marokko ist einfach so abwechslungsreich. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Es gibt einfach so viele interessante Dinge hier und es ist einfach so was völlig anderes von der Kultur her, die Menschen und so, aber trotzdem so wahnsinnig herzlich. Wobei teilweise, glaube ich, ist das auch wirklich so ein Ding, dass sie das einfach machen, weil das so Kult ist, freundlich zu den Touristen zu sein. Und inwieweit das dann aufgesetzt ist oder wirklich gemeint, weiß man nicht, aber so ich als Tourist habe wirklich das Gefühl, hier sehr willkommen zu sein und sehr freundlich empfangen zu werden. Und ja, jetzt war ich gerade drin und hörte von irgendwoher einen Esel und der ist da hinten in dieser Siedlung und es ist einfach unfassbar, wo die Menschen hier so leben, in irgendwelchen Höhlen, in den Bergen, in so Lehmhäusern, die da aus dem Berg herausgestampft werden. Also das ist wirklich, ja, eine ganz andere Welt. Ganz faszinierend. Ich weiß jetzt schon, wenn ich wiederkomme nach Deutschland und dann in meiner Wohnung bin, werde ich irgendwie alle Dinge wieder ganz anders fühlen, ganz anders wahrnehmen und mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit leben. Und das ist halt das, was so eine Reise ausmacht, ne? Dass man einfach nochmal sieht, wie andere Kulturen, wie andere Menschen und Länder leben und dann nochmal ganz anders zu schätzen, was man selber in dem eigenen Land hat, ne? Ja, Leute, in diesem Sinne, das war das Schlusswort des Tages. Gute Nacht und bis morgen. Halt, stopp, nicht so schnell. Da kommt doch noch was. Hier die Küche von unserem Hotel. Super cool. Ja, und Wi-Fi haben wir hier auch. Ganz wichtig. Der Empfang ist hier natürlich grottenschlecht. Dafür funktioniert der Charme der Hunde umso besser. Die schlafen auch gut hier. Mal gucken, wie wir heute Nacht hier schlafen. Ich bringe mal mein Gepäck rein. Na du Süßer? Den nehmen wir mit, genau. Ich mache das wie Moto Mokli, ich mache das dann Moto Hundi. Gleich Essen auf dem Tisch, hast du mit dem, was gibt's? Der beißt ein bisschen. Hi, aber ganz lieb. Na, schmecken meine Finger? Die sind salzig, ne? Ich hatte gerade Nüsse. Gleich beißt er richtig rein. Erschreckt ihn jetzt nicht, Markus. Lass doch mal. Oh, alles gut. Der ist richtig schön warm. Darf ich den mit ins Bett nehmen, bitte, Markus? Bist du mit in meinem Bettchen heute Nacht? Oh, ja. Bist du mit dem Bettchen? Ja, mit ins Bettchen? Gerade hier durch den Atlas noch so eine Offroad-Strecke gefahren. Richtig geil. Dann kommst du hier im Sonnenuntergang die Straße runter. Und da mitten am Arsch der Heide so eine Mikro-Auberge. Er hat ein paar Solarzellen, 2 Hunde, 2 Autobatterien und ich glaube 4 Betten gibt es hier drin. Da haben wir uns heute mal eingemietet. Boah, richtig geil. Super einfach, aber mal wieder einer der Orte, wo Menschen aus fast nichts ganz viel machen, weil die da Bock drauf haben. Essbereich. Hier ist noch ein Room. Wenn es kalt wird, sollen wir uns heute Abend hier oder heute Nacht Decken nehmen. Es könnte ziemlich frisch werden. Auf 3000 Meter. Und das ist das Zimmer. Super einfach, aber total herrlich, die Leute. Abendessen, Übernachtung, Frühstück, alles zusammen irgendwie 20 Euro. Frankfurter Premium gibt's hier nicht. Muslimisches Land, gibt kein Alkohol. Die habt ihr schon mal gesehen, ne? Im Haus darf ihr auch ohne Kopftuch rumrennen. Aua, ich hab eine platte Nase. Oh, wolltest du noch mit rein? Das macht sie schon den ganzen Wir Tag kaufen mit mir. nichts. Dankeschön. Nix Geld. 10 Dirham, nix Geld. 10 Dirham. Die ist mir gerade eben noch in die Karre gefahren, die hat mich fast auf die Schnauze gelegt. Ich? Du bist mir in die Karre gefahren. Krass. Ich hab das extra gemacht und nicht getroffen, Junge. Dein Moped steht draußen, ne? Viel Spaß. So, und gleich gibt's Essen.
Wo der Gastgeber in dieser kleinen, einsamen Hütte all die Köstlichkeiten für solch ein üppiges Mahl herzaubert, ist mir schleierhaft. Jedenfalls kredenzt er uns eine richtig gute Tangine. Als ich ihn bitte, mit uns zu essen, lehnt er dankend ab. Er habe gerade Marihuana geraucht und deswegen keinen Hunger. Als es darum geht, uns in traditionelle Bekleidung zu hüllen, ist er jedoch wieder voll dabei und hat sichtlich Spaß daran. So. Das Original, das deutsche Gemachte und so wie man es auch machen kann. Die Kopfbedeckung sollte allerdings noch nicht das Ende unserer marokkanischen Integration bedeuten. Ja, so dann. Genau, das Gewand musste natürlich auch noch her. Hast du gekauft? 80 Kamele. Ganz zum Vergnügen meiner Mitreisenden fühle ich die Musik in diesem Gewand umso mehr. Hinzu kommen wahrscheinlich die 3000 Höhenmeter, die mir hier zu Kopf steigen, und der Dampf des Marihuanas, den der gute Hausherr hier vor dem Essen verbreitet hat. Das Ergebnis seht ihr jetzt. Und das Resümee? Tanzen kann man mit so einer traditionellen Tracht prima. Und Bilder von der Wand holen auch. Du hast den König runtergeworfen. Das ist der König. Das war mir in diesem Moment richtig peinlich. Zum Glück durften wir trotzdem noch hier übernachten. Ja, das ist dann der Ort, wo Markus heute Nacht schlafen wird. Ich habe dann das Bett besetzt. Reisen mit Caro Besseling, das ist Reisen auf Augenhöhe. Markus, du darfst auch meine Motorradhose als Kopfkissen nehmen. Gesichtspeeling dank Sand for free. Strom für den Laptop kommt aus dieser Steckdose nicht. Dafür kann ich euch beruhigen, Markus hat noch Platz im Bett gefunden. Also Freunde, gute Nacht und Licht aus.